Mögt ihr Enemies genauso wie ich? Dann werdet ihr diesen fröhlichen Kerl hier garantiert kennen. Ich präsentiere euch heute Ruffy, oder wie man es im Englischen nennt, auch Luffy, eine der bekanntesten Anime-Figuren, die es eigentlich jeher gibt. Als ich diesen 3D-Druck gesehen habe, wusste ich sofort, den muss ich machen. Also, lasst uns gleich reingehen. Let's go! Herzlich willkommen bei D-Style Art. Ich habe wie beim letzten Mal mit der Base angefangen, habe sie schwarz grundiert und habe dann mit Grautönen angefangen. Ich bin vom dunkelsten Grauton zum hellsten gegangen. Das heißt, man fängt einfach mit dem dunkelsten Grau an, brusht damit aber auch am meisten auf der Base, so dass man eben sehr viel Grau hat. Danach geht man ins mittlere Grau, da macht man schon ein bisschen weniger und zum Schluss ins hellere. Ich habe zwischendurch auch noch ein bisschen Weiß dazu gemacht. Ich wollte die Oberfläche schön dreckig haben. Das heißt also, ich habe Braun genommen und habe das überall großflächig gebrusht. Aber ich habe auch die Strukturen an den Seiten, die habe ich dann auch mit dem Braun gemacht. Die Augen, die wollte ich rot haben, dass sie so rot glühend sind. Wenn man aber rot brushen möchte, das geht auf schwarz oder auf dunklen Farben sehr, sehr schlecht. Das heißt also, ich habe die Augenhöhlen vorher weiß gebrusht und dann mit rot. Das ergibt dann das beste Resultat. Und das war es eigentlich schon für die Base. Kurz und knackig. Ich wollte die Base ein bisschen glänzend haben, also habe ich sie zum Schluss nochmal mit Hochglanz versiegelt. Ich finde das immer so cool. Shoutout an Samio Studios. Das Logo einfach darunter ist echt Hammer. Und dann ging es schon damit los, Ruffy zu bemalen. Als erstes hatte ich ihn ja schwarz grundiert und jetzt brushe ich alle Teile erstmal mit weiß vor. Jetzt wird sich der eine oder der andere die Frage stellen, warum malt er das Ding vorher schwarz an und danach in weiß? Das ist ganz einfach. Und zwar, wenn ihr genau darauf achtet, das Weiß, was ich jetzt drauf male, das mache ich nicht vollflächig. Das heißt also, es bleibt hier und da ein bisschen schwarz noch über und das gibt später diesen, ja, sagen wir so einen 3D-Look. Es gibt einen besseren Effekt, die Schattierungen sind dadurch besser. Und dann spart man sich im Nachhinein die Schattierungen zu machen. Weil es ist immer einfacher, vom Dunklen ins Hellere zu gehen, als vom Hellen dann ins Dunkle. Hier sieht man das auch nochmal ganz genau. Ich sprühe mal von oben nach unten, also so wie das Licht reinfällt. Es gibt dann eine schöne Schattierung, sieht man an den Augen und an den Mund. Jetzt habe ich angefangen mit einer Art Pink als erste Schicht zu bemalen. Auch hier von oben nach unten, gleiches Prinzip. Das machen wir bei jeder Schicht. Es gibt verschiedene Methoden, eben den Hautton zu erwischen. Oft verwende ich das hier. Wenn das Pink drauf ist, dann gehe ich mit einem transparenten Rot überall darüber, wo Schattierungen sind. Sprich zum Beispiel unterm Kiefer, an den Ohren, Augenhöhlen. Und wenn ihr dann mit der ersten Hauttonschicht drüber geht, ganz leicht, dann seht ihr wirklich ein Unterschied. Die Farben sind lebendiger. Durch dieses Rot und dieses Pinke darunter sieht das wirklich schon sehr, sehr gut aus. Als letzten Schritt gehe ich dann nochmal mit einem, ja, ich sag mal, den hellsten Hautton drüber. Aber nur ganz wenig. Nur an diesen Stellen, wo das Licht einfallen würde. Sprich Stirn, Nase, vielleicht ein bisschen Kiefer noch. Hier an der Hand, das sieht man später warum.
Fußoberflächen und Waden dürfen natürlich auch nicht fehlen. Man sieht jetzt schon schön an den Beinen, wie viele Farben da drauf sind. Beim Oberkörper machen wir genau das gleiche wie an den Beinen und an den Händen. Von oben nach unten, Brustkorb kriegt am meisten was ab und man sieht schon, wie richtig viel Struktur in dem Oberkörper drin ist. Diese Version von Ruffy trägt einen Mantel. Ich habe am Anfang überlegt, lässt ihn schwarz, aber das ist viel zu langweilig. Also habe ich mich dafür entschieden, ihn lila zu machen. Aber nicht so extrem hell, sondern eher so ein dunkles, schimmerndes Lila. Also habe ich als erstes schwarz grundiert. Danach bin ich mit weiß rübergegangen und hier seht ihr, wie ich das Ganze lila besprühe. Das besprühte Lila war mir aber echt zu hell. Da habe ich jetzt schwarz genommen und bin da nochmal drüber gegangen. Und habe überall noch Schattierungen reingemacht, um das Ganze dunkler zu kriegen, dass es einen richtig coolen Effekt hat. Ruffys kurze Hose war ziemlich einfach. Ich habe 2 Orangetöne genommen, ein sehr helles und ein dunkles. Die kurze Hose habe ich vollflächig mit dem hellen Orange besprüht und dann bin ich im Nachhinein mit dem dunkleren Orangen und habe dann die Schattierung damit leicht gemacht. Das braucht ihr aber nicht. Das helle Orange reicht vollkommen aus. Einmal drüber und dann sieht das auch schon gut aus. Ganz zum Schluss habe ich diesen Schild, den er da an der kurzen Hose hat, einfach mit einem Pinsel und weiß-grauer Farbe angemalt. Als nächstes machen wir uns an sein Hemd dran. Dafür habe ich das Kontrastball von Citadel genommen. Das ist ein sehr knalliges Rot und das deckt sehr gut ab. Da bin ich vollflächig drüber gegangen. Da muss man wirklich nie viel bei beachten. Und schon war auch sein Hemd fertig. Die meisten werden ja Probleme haben, Gesichter zu bemalen, sprich besonders die Augenpartien und sowas. Aber das ist tatsächlich bei Anime-Figuren, wie ich finde, ziemlich einfach, weil deren Augen extrem groß sind. Das heißt also, ich habe die Augen erstmal weiß angemalt und dann die Pupillen in braun. Seine Narbe und seine Augenbrauen, die habe ich dann nochmal mit einem feinen Pinsel nachgemalt. Und das war es eigentlich auch schon fürs Gesicht. Und das ist tatsächlich schon fast der schönste Part, wenn man alle Teile bemalt hat, das Zusammenkleben. Wir sind beim Schluss jetzt angekommen. Ich ergreife nochmal die Chance, um mich bei euch allen zu bedanken. Über ein Abo und ein Like würde ich mich sehr freuen. Und ich bin somit raus. Bis zum nächsten Mal.